Im Sommer 2017 begann auf einem Unterforum des Darknets ein mysteriöser Triad mit dem Titel No Sleep, No Exit, $50,000. Die Regeln waren einfach: 6 Teilnehmer, eine verlassene Lagerhalle irgendwo in Osteuropa, keine Handys, kein Kontakt zur Außenwelt. Wer am längsten durchhielt, wach, bewusst, ohne Zusammenbruch, gewann $50.000. Die einzigen Bedingungen: keine Drogen, keine Gewalt, kein Aufgeben. Alles wurde überwacht per Kamera. Niemand wusste, wer dahinter steckte. Die Teilnehmer wurden anonym über verschlüsselte Kanäle ausgewählt. Einer davon war ein 23-jähriger Student aus Deutschland, der sich selbst Leo nannte. Er hatte Schulden, war neugierig und zu stolz, um Angst zu zeigen. Leo wurde eines Nachts in einem schwarzen Van abgeholt. Kein Ziel wurde genannt. Er erinnert sich nur an den Moment, als ihm ein dunkler Stoffbeutel über den Kopf gezogen wurde und der Van losfuhr. Als er ihn wieder abnehmen dürfte, war er in einer fensterlosen Halle mit grellem Neonlicht. Keine Uhren, keine Fenster. Nur 5 andere Teilnehmer, schweigend. Keiner sprach miteinander. Die erste Nacht verging. Nichts passierte. Die Lichter blieben ständig an. Lautsprecher spielten abwechselnd Babygeschrei, Alarmgeräusche, Metronome. Am zweiten Tag begann der erste Teilnehmer, ein Mann mittleren Alters, nervös zu werden. Er zitterte, redete mit sich selbst. In der dritten Nacht schlug er sich selbst ins Gesicht, um wach zu bleiben. Am 4. Tag wurde er von 2 maskierten Männern in Overalls abgeführt. Wortlos. Niemand kam an seine Stelle. Die Gruppe war auf 5 geschrumpft. Leo und die anderen begannen zu begreifen, dass es nicht nur um Schlafentzug ging. Es war ein Test auf psychischer Ebene. Immer mehr Halluzinationen setzten ein. Schatten, die sich bewegten, Wände, die zu atmen schienen, das Gefühl, beobachtet zu werden. Einer der Teilnehmer, ein junger Brite, schrie plötzlich: „Sie stecken in den Wänden!" und versuchte mit bloßen Händen, die Betonwand aufzureißen. Auch er wurde abgeführt. Nach dem 6. Tag konnte Leo nicht mehr unterscheiden, ob er wachte oder träumte. Sein Gehirn spielte ihm Szenen aus seiner Kindheit vor, aber alles war verzerrt. Stimmen flüsterten ihm Dinge zu, obwohl niemand sprach. Die Nahrung, die sie bekamen, war geschmacklos. Die Getränke schmeckten bitter. Am 8. Tag begann Leo zu lachen. Ohne Grund. Immer wieder. Dann begann er zu weinen. Er glaubte, seine Zunge sei aus Metall. Als er versuchte, sie mit einem Stück Plastik herauszuschneiden, griff ihn einer der übrigen Teilnehmer zurück. Es war das einzige Mal, dass jemand einen anderen berührte. Am 9. Tag blieben nur noch 2 übrig. Leo und ein Mädchen aus Estland, das kein Wort sprach. Sie sah ihn an, stundenlang, ohne zu blinzeln. Leo fragte sich, ob sie überhaupt echt war. Am 10. Tag erloschen die Lichter. Absolute Dunkelheit. Kein Ton mehr. Nur ein rotes Licht über einer Tür, die vorher nie dagewesen war. Leo taumelte auf sie zu. Sie öffnete sich lautlos. Draußen, kalte Nachtluft, Wald, Stille. Keine Menschen. Keine Erklärung. Er wurde irgendwo abgesetzt, mit einem Umschlag in der Tasche. Darin, genau $50.000 in alten, staubigen Scheinen. Keine Nachricht. Kein Absender. Leo sprach nie öffentlich darüber. Aber ein Jahr später wurde ein ähnlicher Triad auf einem anderen Forum entdeckt, mit fast identischem Wortlaut. Dieses Mal 7 Teilnehmer. Diesmal keine Rückkehrer. Man sagt, die Spiele gehen weiter. Dass sie sich weiterentwickeln. Manche behaupten, es gebe eine Warteliste, über 2000 Namen. Und dass jeder, der danach sucht, irgendwann gefunden wird. Nicht von den Spielern, sondern von denen, die zuschauen.